Vergessen Sie alles, was Sie über Teslas wissen. Denn der nächste große Sprung ist nicht nur elektrisch, sondern auch aus der Luft. Ja, Sie haben richtig gehört. Die jüngsten Äußerungen von Musk haben einen Feuersturm von Gerüchten ausgelöst. Und alle Anzeichen deuten jetzt auf etwas absolut Verrücktes hin. Ein fliegendes Tesla-Auto für $6.789. Das ist kein Tippfehler. Wir sprechen von einer Maschine, die Sie in weniger als 19 Stunden von New York nach San Francisco bringen könnte, ohne jemals den Boden zu berühren. Zum Vergleich, das ist um mehr als 2 volle Tage schneller als eine durchschnittliche Autoreise. Und es kostet weniger als ein gebrauchter Motorroller in manchen Städten. Was genau ist dieses mysteriöse fliegende Auto von Tesla? Wie kann es für weniger als 7 Riesen hergestellt werden? Und ist dies der Moment, in dem wir uns endlich für immer vom Verkehr verabschieden? Wie analysiert Tesla die Preisgestaltung für das fliegende Tesla-Auto? Stellen Sie sich Folgendes vor. Sie tippen auf eine Taste Ihres Telefons. Und nur wenige Augenblicke später kommt eine elegante, futuristische Maschine vom Himmel herab. Es ist Ihr fliegendes Tesla-Auto, geräuschlos, autonom und bereit zum Abheben. Sie klettern hinein. Keine Schlüssel, kein Fahrer, nur pure Innovation. In Sekundenschnelle verwandelt sich das Dach in Ihre Startbahn. Mit einem leisen Brummen heben Sie ab und erheben sich über Verkehrschaos und endlose rote Ampeln. Kein Pendeln mehr, keine Verspätungen mehr, keine Straßen mehr, nur noch Freiheit. Flug. Und die Zeit ist auf deiner Seite. Klingt wie ein Science-Fiction-Traum, oder? Aber hier ist der Clou. Es handelt sich nicht um eine Fantasie aus dem Jahr 2080. Es könnte nur $6.789 kosten. Tja, weniger als ein hochwertiges Elektrofahrrad. Aber ist es real oder verarscht Elon Musk die Welt wieder? Denn wenn Sie fliegendes Auto hören, stellen Sie sich wahrscheinlich das Spielzeug eines Milliardärs vor. Etwas in der Größenordnung von $300.000 bis $500.000, mehr Helikopter als Honda. Und das aus gutem Grund. Das ist die aktuelle Realität, Joby Aviation. Ehang und Lilium bringen Prototypen auf den Markt, die unglaublich aussehen und mit entsprechenden Preisschildern versehen sind. Aber Tesla spielt nach anderen Regeln. Es ist dasselbe Unternehmen, das aus einem Luxus-Elektroauto einen Erfolg auf dem Massenmarkt gemacht hat, das mit dem Model 3 die Kostengrenzen durchbrochen hat und das Raketen mit wiederverwendbaren Booster in die Umlaufbahn schickt. Wenn Musk also sagt, ein fliegendes Auto unter $7.000 sei möglich, sollten wir vielleicht nicht lachen. Vielleicht sollten wir zuhören. Hier ist, wie Sie es tatsächlich schaffen könnten. Tesla baut nicht nur ein Auto mit Flügeln. Das Unternehmen erfindet das Fliegen selbst neu. Sie haben etwas, was die anderen nicht haben. Eine meisterhafte Mischung aus SpaceX Aerodynamik, Weltklasse Batterieeffizienz und der intelligentesten KI-gesteuerten Navigation der Welt. Durch die Kombination von Teslas elektrischem Antrieb mit der Präzisionslandetechnologie von SpaceX sparen Sie nicht nur an den Ecken, sondern auch an der Schwerkraft. Stellen Sie sich eine minimalistische Flugkapsel vor, gebaut aus superleichten Legierungen, stromlinienförmig wie eine Drohne und angetrieben von einem elektrischen Düsentriebwerk anstelle von lärmenden alten Propellern. Stellen Sie sich einen Senkrechtstart und eine Senkrechtlandung im Falcon-Stil vor. Man denke an weniger bewegliche Teile, intelligentere Flugsoftware und keinen Treibstoffbedarf. Plötzlich erscheint das Unmögliche erschwinglich. Lassen Sie uns jetzt über Zahlen sprechen. Tesla weiß bereits, wie man skaliert. Das Model Y verkauft sich in Europa wie ein Gigant. Der Cybertruck, ob man ihn liebt oder hasst, definiert die Möglichkeiten des Exoskelett-Designs neu. Und SpaceX ist ein Meister der Wiederverwendbarkeit und spart Millionen pro Start. Wenden Sie diese rücksichtslose Effizienz auf fliegende Autos an, und Sie haben das Rezept für ein Wunder unter 7.000. Aber es gibt einen Haken. Um dieses Ziel zu erreichen, muss Tesla etwas tun, was sich bisher kein Luftfahrtunternehmen getraut hat. Fliegen wie Software behandeln. Modulare Innenräume. Over-the-Air-Updates. Einfacher Aufbau im Werk ohne Händleraufschläge. Und ja, möglicherweise werden diese Fahrzeuge wie Smartphones und nicht wie Supersportwagen in Massenproduktion hergestellt. Skeptisch. Das sollten Sie sein. Das klingt verrückt. Aber das taten wiederverwendbare Raketen auch. Genauso wie ein 25K Elektroauto. Das gilt auch für einen selbstfahrenden Computer auf Rädern. Die eigentliche Frage lautet also nicht, ist das möglich? Sondern, wenn es jemand schafft, Dan Tesla. Seien Sie gespannt.
Denn die nächste Mobilitätsrevolution rollt vielleicht nicht bis zu Ihrem Bordstein. Sie könnte auf Ihrem Dach landen. Das Innere von Teslas Himmelsmaschine. Für das Außendesign wird Tesla einen minimalistischen Monocoque-Rahmen verwenden, ähnlich dem Design des Raumschiffs Starship. Anstelle von Edelstahl wird jedoch eine Aluminium-Lithium-Legierung verwendet. Dieses Material ist nicht nur leicht und hitzebeständig, sondern auch optisch beeindruckend und verleiht dem Fahrzeug sowohl Haltbarkeit als auch einen luxuriösen Blickfang. Zwar gibt es noch nicht viele detaillierte Informationen über das Design, aber soweit wir wissen, wird der Innenraum des Fahrzeugs für 1 bis 2 Passagiere ausgelegt sein, wobei der Schwerpunkt auf Komfort und Benutzerfreundlichkeit liegt. Darüber hinaus wird das Fahrzeug mit fortschrittlichen Kontrollsystemen und Sicherheitsfunktionen ausgestattet sein, damit sich die Fahrgäste während der Fahrt sicher fühlen. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem hochmodernen Fahrzeug mit ungehinderter Sicht. Das Cockpit dieses Fahrzeugs ist von 2 Giganten von Tesla und SpaceX inspiriert, dem Cybertruck und dem Dragon-Raumschiff. Die Kabinenhaube besteht aus transparentem 360-Grad-Glas und bietet eine unglaubliche Aussicht, die es Ihnen ermöglicht, die Umgebung ohne Hindernisse oder Unterbrechungen zu erleben. Bei der Entwicklung des Tesla-Flugautos ist der Türmechanismus ein entscheidender Faktor, der sich auf Komfort, Sicherheit und Benutzererfahrung auswirkt. Die beiden gebräuchlichsten Optionen sind heute traditionelle Türen und Flügeltüren. Herkömmliche Türen, wie sie bei den meisten Elektroautos zu finden sind einfach und praktisch. Dieses Design macht die Herstellung von fliegenden Autos einfacher und senkt die Produktions- und Wartungskosten. Außerdem gibt es für seitlich öffnende Türen weniger Höhenbeschränkungen, wenn sie auf engem Raum landen. Auf überdachten Parkplätzen oder in überfüllten Straßen der Stadt. Flügeltüren hingegen vermitteln ein futuristisches und modernes Gefühl und optimieren den Platz bei der Landung. Diese Türen öffnen sich vertikal, sodass die Passagiere auch dann problemlos aussteigen können, wenn Hindernisse in der Nähe sind. Tatsächlich haben Fahrzeuge wie das Tesla Model X diese Technologie bereits mit eingebauten Sensoren implementiert, um Kollisionen beim Öffnen zu verhindern. Diese Funktion ist vor allem für fliegende Autos nützlich, da sie auf engem Raum landen können, ohne sich Gedanken darüber zu machen, ob genügend Platz für seitlich öffnende Türen vorhanden ist. Welche Option ist also die bessere? Wenn Sie ein fliegendes Auto entwerfen würden, würden Sie sich für traditionelle Türen oder Flügeltüren entscheiden? Lassen Sie es uns in den Kommentaren unten wissen, was die Gestaltung des Cockpits betrifft. So wird das Steuersystem gestrafft und mit einem großen Touchscreen ausgestattet, um die Bedienung für den Fahrer zu erleichtern. Dieser Bildschirm wird auch ein haptisches Feedback geben, das die herkömmlichen Tasten ersetzt und ein moderneres, bequemeres Erlebnis bietet. Alle flugdynamischen und navigatorischen Aufgaben werden von der Tesla KI gesteuert, mit einer äußerst intuitiven Navigation, die den charakteristischen Designstil von Tesla beibehält, ohne auf Einfachheit und Eleganz zu verzichten. Der Innenraum ist hell und luftig und vermittelt schon auf den ersten Blick ein Gefühl von Komfort. Das Cockpit besteht aus Kohlefaser, einem Material, das die Haltbarkeit des Fahrzeugs erhöht und gleichzeitig ein elegantes, luxuriöses und futuristisches Erscheinungsbild bietet. Die Sitze sind für 2 Personen ausgelegt und eignen sich perfekt für Erkundungstouren zu zweit, im Gegensatz zu den überfüllten Fahrzeugen herkömmlicher Art. Jedes Detail wurde optimiert, um maximalen Komfort für die Fahrgäste zu gewährleisten, sodass sie die Reise in vollen Zügen genießen können. Ebenso wichtig ist, dass dieses Fahrzeug mit fortschrittlicher Technologie ausgestattet ist. Es verwendet eine 800 Volt Hochspannungsplattform mit Siliziumkarbid, die die Energieeffizienz erhöht und die Gesamtleistung optimiert. Teslas fliegendes Auto, leise Kraft, kühnes Versprechen. Wenn Sie an ein fliegendes Tesla-Auto denken, stellen Sie sich vielleicht etwas Glattes und Hightech vor. Genau das soll das fliegende Auto von Tesla sein. Dieses elektrische, senkrecht startende und landende Fahrzeug kann bis zu 2 Passagiere befördern und ist damit ideal für schnelle Fahrten in der Stadt. Er erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 240 Kilometern pro Stunde und hat eine Reichweite von bis zu 160 Kilometern, was mehrere aufeinanderfolgende Flüge mit minimaler Wartezeit ermöglicht. Außerdem ist er unglaublich leise, etwa 100 Mal leiser als ein herkömmlicher Hubschrauber, und erzeugt bei Start und Landung nur 65 Dezibel Lärm,
was dem Geräuschpegel einer normalen Unterhaltung entspricht. Bislang hat sich Tesla verpflichtet, an der Spitze der Technologie zu bleiben. Das Unternehmen erforscht Batterietechnologien der nächsten Generation, um die Reichweite und Leistung des Midnight zu verbessern. So wird beispielsweise an Festkörperbatterien geforscht, die das Potenzial haben, die Energiedichte herkömmlicher Lithium-Ionen-Batterien zu verdoppeln. Das Tesla-Flugauto soll zunächst mit 6 separaten Batteriepaketen betrieben werden, um die Sicherheit zu gewährleisten, indem das Fahrzeug auch dann weiterfliegen kann, wenn eine Batterie ausfällt. Sein fortschrittliches, intelligentes Flugkontrollsystem kann autonom arbeiten oder von einem Menschen gesteuert werden, was Flexibilität für verschiedene Flugszenarien bietet. Derzeit haben die meisten fliegenden Autos auf dem Markt eine maximale Flugzeit von 30 bis 45 Minuten, bevor sie wieder aufgeladen werden müssen. Die Wissenschaftler und Ingenieure von Tesla forschen aktiv an der Weiterentwicklung neuer Batterietechnologien, wie Festkörperbatterien mit höherer Energiedichte und Lithium-Eisenphosphat-Batterien, die längere Flugzeiten ermöglichen. LFP-Batterien sind im Vergleich zu Nickel-Mangan-Kobalt-Batterien für ihre lange Lebensdauer und geringeren Kosten bekannt. Diese Innovationen könnten das Tesla-Flugauto praktischer für längere Reisen machen, mit Flugzeiten von bis zu 1,5 bis 2 Stunden und zuverlässiger für den täglichen Gebrauch. Wann wird das fliegende Auto von Tesla auf den Markt kommen? Obwohl der Zeitplan für die Markteinführung noch ungewiss ist, gehen Experten davon aus, dass ein kommerzielles Modell in den nächsten 5 bis 7 Jahren, wahrscheinlich eher bis 2030, auf den Markt kommen könnte. Dieser Zeitplan basiert auf Teslas Geschichte mit ehrgeizigen Zielen, wie der verzögerten Produktion des Cybertrucks und den erheblichen technologischen und regulatorischen Hürden, die noch zu überwinden sind. Trotz dieser Herausforderungen deuten die unermüdliche Innovation und das Know-how von Tesla in den Bereichen Elektrofahrzeuge, künstliche Intelligenz und Luft- und Raumfahrttechnologie darauf hin, dass das fliegende Auto eine Frage des Wann und nicht des Ob ist. Viele Experten sagen voraus, dass fliegende Autos in einigen Städten bereits im Jahr 2030 auftauchen könnten. Städte wie Dubai, Los Angeles und Singapur führen bereits Testflüge durch. Und große Unternehmen haben angekündigt, dass sie in den kommenden Jahren kommerzielle Flugautodienste anbieten wollen. Es wird jedoch erwartet, dass die flächendeckende Einführung länger dauern wird, wobei einige Schätzungen darauf hindeuten, dass persönliche fliegende Autos nicht vor 2050 üblich sein werden. Kurzfristig werden fliegende Autos wahrscheinlich speziellen Zwecken dienen, wie Geschäftsreisen, medizinische Notfalldienste und VIP-Transporte. Da die Kosten sinken und sich die Infrastruktur mit der Zeit verbessert, könnten sie schließlich zu einer brauchbaren Alternative für den täglichen Pendlerverkehr werden. Auch wenn dies einen bedeutenden technologischen Durchbruch darstellt, ist es wichtig zu wissen, dass die Herstellung eines fliegenden Autos nicht so einfach ist wie die eines herkömmlichen Elektrofahrzeugs. Elon Musk hat erhebliches Interesse am Konzept der fliegenden Autos geweckt, insbesondere seit Tesla seine Forschungen zur Flugautotechnologie offengelegt hat. Sein Einfluss hat ein starkes Medien- und Investoreninteresse hervorgerufen, was auf eine wachsende Begeisterung für den Sektor der fliegenden Autos hindeutet. Doch trotz dieses Interesses hat Tesla derzeit andere Großprojekte im Blick. Das Unternehmen arbeitet weiterhin an der Verbesserung der Produktion von Elektrofahrzeugen, an der Bewältigung des Marktdrucks und an der Bewältigung des öffentlichen Interesses an Musk selbst. Noch wichtiger ist, dass Tesla die Produktionslinie für seinen Optimus-Roboter fertigstellen und im kommenden Jahr mehrere neue Elektrofahrzeugmodelle entwickeln muss. Das bedeutet, dass die Einführung eines fliegenden Tesla-Autos derzeit nicht ganz oben auf der Prioritätenliste steht. Dennoch verfügt Tesla über die notwendigen Ressourcen und Technologien, um ein fliegendes Auto schneller als jedes andere Unternehmen auf den Markt zu bringen. Bei schneller Entwicklung und kontinuierlicher Innovation ist es möglich, dass Tesla sein fliegendes Auto in den nächsten Jahren auf den Markt bringen könnte. Die Herstellung eines fliegenden Autos ist jedoch eine große Herausforderung, da Tesla die Triebwerkstechnologie, die Flugsteuerungssysteme, die Energiespeicherung und die Massenmontageprozesse optimieren muss. Diese Komplexität könnte zu einem höheren Anfangspreis führen, bis das Unternehmen Skaleneffekte erzielt, um die Kosten zu senken. Elon Musk hat kühne Behauptungen über Teslas Ambitionen in Bezug auf fliegende Fahrzeuge aufgestellt,
Insbesondere im Hinblick auf den Tesla Roadster der nächsten Generation. Im Juni 2024 verkündete er, dass der neue Tesla Roadster fliegen könne, wobei er allerdings nicht näher darauf einging, wie dies funktionieren würde. Diese Ankündigung folgte auf frühere Andeutungen, dass der Roadster ein gemeinsames Projekt von Tesla und SpaceX sein könnte, das möglicherweise auf das Raumfahrt-Know-how von SpaceX zurückgreift. Der Zeitplan für die Entwicklung dieses Fahrzeugs bleibt jedoch unklar. Musk hat angedeutet, dass die Fertigstellung des Produktionsdesigns und die offizielle Markteinführung bis Ende 2024 erfolgen könnte. Aber angesichts der ehrgeizigen Zeitpläne, die Tesla in der Vergangenheit oft verzögert hat, ist der Zeitplan ungewiss. Es stellt sich auch die Frage, ob Musks Aussage über die Schwebefähigkeit des Tesla tatsächlich in eine Flugtechnologie umgesetzt werden kann, oder ob es sich lediglich um besondere Leistungsmerkmale handelt. Selbst wenn Tesla erfolgreich ein fliegendes Auto entwickelt, bleibt die Frage, ist der Markt dafür bereit? Die Zukunft der Stadtflucht. Die Infrastruktur für fliegende Autos, WZ-B, städtischer Luftraum, Landeplätze und gesetzliche Regelungen, steckt noch in den Kinderschuhen. Bevor fliegende Autos Realität werden können, sind erhebliche Änderungen der Gesetze und der Infrastruktur erforderlich. Die Infrastruktur für die urbane Luftverkehrsmobilität steckt noch in den Kinderschuhen, aber die Fortschritte werden weltweit immer schneller. In den US planen Städte wie Los Angeles und Miami bereits Vertiports für elektrische Senkrechtstarter und Landefahrzeuge. So hat Aleph Aeronautics beispielsweise die FAA-Zulassung für begrenzte Flugtests seines fliegenden Autos Model A im Jahr 2023 erhalten, was einen regulatorischen Impuls für Luftfahrzeuge signalisiert. Durch die Integration von SpaceX-inspirierten Raketentriebwerken und Senkrechtstartfähigkeiten benötigt Tesla keine langen Start- und Landebahnen und kann daher auch in städtischen Umgebungen eingesetzt werden. Mit dem Einfluss und den Ressourcen von Tesla könnte die Entwicklung von kompakten Landeplätzen und Ladestationen mit den bestehenden Trends in der Stadtplanung in Einklang gebracht werden. Auch wenn die regulatorischen Hürden groß sind, stimmt Teslas Erfolgsbilanz im Umgang mit komplexen Automobilgesetzen optimistisch. Die FAA-Zertifizierung für die Luftnavigation und die NHTSA-Zulassung für den Straßenverkehr sind wichtige doppelte Standards. Tesla hat mit seinen Autopilotsystemen bereits bewiesen, dass es in der Lage ist, innerhalb strenger rechtlicher Rahmenbedingungen Innovationen zu entwickeln. Branchenweite Bemühungen wie die Single European Sky Initiative der Europäischen Union zielen darauf ab, die Vorschriften für den Luftraum bis 2035 zu straffen. Die Zusammenarbeit von Tesla mit SpaceX könnte die behördliche Genehmigung weiter beschleunigen, indem das Fachwissen aus der Luft- und Raumfahrt genutzt wird. Das Interesse der Verbraucher an fliegenden Autos wächst. Umfragen zeigen, dass über 40% der Befragten trotz Sicherheitsbedenken bereit sind, fliegende Autos zu übernehmen. Tesla hat den Ruf, Spitzentechnologie zu liefern und ist damit bestens gerüstet, die Skepsis zu überwinden. Mit Merkmalen wie einer Reichweite von 998 Kilometern, emissionsfreiem Antrieb und autonomen Navigationssystemen spricht der fliegende Roadster umweltbewusste und technikbegeisterte Verbraucher gleichermaßen an, auch wenn es noch Jahrzehnte dauern kann, bis sich der fliegende Prototyp von Tesla auf breiter Front durchsetzt, steht er für eine neue Ära im Verkehrswesen. Durch die Beseitigung von Infrastrukturlücken, regulatorischen Herausforderungen und der Zurückhaltung der Verbraucher ist Tesla gut positioniert, um diesen Markt anzuführen. Die Kombination aus nachhaltiger Technologie und visionärem Design macht den fliegenden Roadster nicht nur machbar, sondern potenziell revolutionär. Die langfristige Vision von Tesla ist es, die Art und Weise, wie wir uns in den Städten fortbewegen, zu verändern. Ihr Ziel ist es, die Pendlerzeiten zu verkürzen und eine nachhaltige Alternative zu bieten, die zur Entlastung des Verkehrs beiträgt. Mit dem Aufschwung der städtischen Luftmobilität könnten fliegende Taxis schon bald ein normaler Bestandteil des Stadtlebens werden und den Verkehr, wie wir ihn kennen, völlig umgestalten. Wie schockierend ist die Funktion des fliegenden Tesla-Autos? Eine der größten Herausforderungen bei der Entwicklung des Tesla-Flugautos besteht darin, es so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen, nicht nur den Luftfahrtenthusiasten oder der wohlhabenden Elite. Ziel ist es, dass das Tesla-Flugauto genauso einfach zu bedienen ist wie die Straßenfahrzeuge von Tesla,
ohne dass ein Pilotenschein oder besondere Flugkenntnisse erforderlich sind. Diese Benutzerfreundlichkeit ist das Kernstück, um das fliegende Auto von Tesla für die breite Masse zugänglich zu machen. Das Autopilotsystem von Tesla, ein wichtiger Bestandteil seiner Elektrofahrzeuge, wird eine wichtige Rolle dabei spielen, dies für das fliegende Auto möglich zu machen. Das Autopilotsystem von Tesla ist bereits zum teilautonomen Fahren in der Lage und ermöglicht es den Fahrzeugen, automatisch zu lenken, zu beschleunigen und zu bremsen, was das Fahren sicherer und bequemer macht. Für das fliegende Auto wird diese Technologie für den autonomen Flug angepasst. Das Auto wird in der Lage sein, mit minimalem menschlichen Eingriff zu starten, zu navigieren und zu landen. Angesichts der Tatsache, dass Teslas Autopilot bereits in mehr als 1 Million Autos weltweit eingesetzt wird, ist klar, dass die autonome Fahrtechnologie von Tesla bereits Vertrauen und Zuverlässigkeit bei den Nutzern gewonnen hat. Das fliegende Auto wird über vollständige Selbstfahrfähigkeiten verfügen, die für Tesla von zentraler Bedeutung sind. Bis 2021 hat Teslas FSD-System bereits die Fähigkeit bewiesen, in komplexen Umgebungen wie Autobahnen, Kreuzungen und sogar in den Straßen von Palo zu navigieren. Musk hat wiederholt erklärt, dass er das autonome Fahren als einen Eckpfeiler der Zukunft von Tesla ansieht. Und dieser Ansatz wird auch in das fliegende Auto integriert werden, sodass es nicht nur am Boden, sondern auch in der Luft sicher und effizient operieren kann. Wenn es um fliegende Autos geht, muss das Steuerungssystem intuitiv sein. Einer der Hauptaspekte der Tesla-Konstruktionsphilosophie besteht darin, die Komplexität für den Benutzer zu beseitigen und dennoch eine hohe Leistung zu erbringen. Das Tesla-Flugauto wird über eine optimierte Benutzeroberfläche mit Touchscreen-Bedienelementen verfügen, wie sie bereits in den Elektroautos von Tesla zu finden sind. Der zentrale Bildschirm steuert alles, von den Flugeinstellungen bis zur Navigation, so dass die Passagiere das Fahrzeug leicht steuern können, ohne von den herkömmlichen Flugsystemen überwältigt zu werden. Die Einfachheit dieses Systems ist ein direktes Ergebnis der Erfahrung von Tesla bei der Softwareintegration, einem Bereich, den das Unternehmen im Laufe der Jahre mit seinen Fahrzeugen verfeinert hat. Die Fahrzeuge von Tesla basieren bereits in hohem Maße auf Software, um Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität zu gewährleisten. Das Tesla Model S zum Beispiel nutzt seinen Touchscreen für alles, von der Steuerung der Klimaanlage über die Navigation bis hin zur Einstellung der Sitze. In ähnlicher Weise wird das Steuerungssystem des Tesla-Flugzeugs eine vollständige Integration bieten, einschließlich Echtzeitnavigation, Wetterdaten und Live-Updates, die alle über eine zentrale Schnittstelle verwaltet werden können. Dadurch wird sichergestellt, dass selbst ein Benutzer mit minimaler Flugerfahrung problemlos mit den Systemen des Fahrzeugs interagieren kann. Darüber hinaus wird Teslas Schwerpunkt auf minimalistischem Design das Innere des fliegenden Autos sowohl funktional als auch ästhetisch ansprechend gestalten. Vergessen Sie alles, was Sie über fliegende Autos als futuristisches Spielzeug für Milliardäre zu wissen glaubten. Denn wenn es nach Tesla geht, ist das nicht nur eine Science-Fiction-Fantasie, sondern Ihr nächstes Fahrzeug. Mit seinem schlanken, platzsparenden Innenraum, der von der minimalistischen Eleganz des Tesla Roadster inspiriert ist, verspricht das fliegende Auto von Tesla ein Cockpit, das nicht nur schön, sondern auch intuitiv zu bedienen ist. Kein Durcheinander. Klare Linien, Panoramablick und eine intelligente Benutzeroberfläche, die eher an die Bedienung eines iPhones als an die Steuerung eines Flugzeugs erinnert. Aber das wirklich Bahnbrechende ist nicht nur das Design, es ist Teslas Mission, das Fliegen zu demokratisieren. Während die meisten fliegenden Fahrzeuge preislich mit Privatjets vergleichbar sind, verfolgt Elon Musk eine andere Strategie. Denken Sie das Model 3 noch einmal ganz neu. Einst wurde Tesla belächelt, weil es ein leistungsstarkes Elektroauto für weniger als $40.000 anbieten wollte. Aber Tesla hat der Welt das Gegenteil bewiesen. Und jetzt wird die gleiche Formel in der Luft angewandt. Das Model 3 hat nicht nur den Markt für Elektroautos verändert, sondern auch die Erwartungen der Verbraucher neu definiert. Ein leistungsstarkes, selbstfahrendes Elektroauto mit großer Reichweite für den Alltag, Tesla hat es möglich gemacht. Und mit dem fliegenden Auto will Tesla diesen Umbruch wiederholen, nur dieses Mal in 3 Dimensionen. Die Massenproduktion in Teslas leistungsfähigem Gigafactory-Netzwerk könnte die Kosten drastisch senken und den Preis auf ein Niveau bringen, das bisher absurd klang, unter $35.000. Klingt unmöglich, vielleicht, aber Musk hat es schon einmal geschafft. Und lassen Sie uns über Sicherheit sprechen.
In einer Zukunft voller Flugverkehr ist Sicherheit keine Option. Sie ist alles. Deshalb stattet Tesla sein fliegendes Auto mit redundanten Flugsystemen, autonomen Notlandungsprotokollen und ausfallsicherer KI-Logik aus, die alle auf dem Rückgrat der bereits branchenführenden Autopilot- und FSD-Plattformen von Tesla aufbauen. Aber der eigentliche Joker ist die SpaceX-Technologie. Tesla macht das nicht allein. Durch die Nutzung des Know-hows von SpaceX im Bereich des Raketenantriebs könnte Teslas fliegendes Auto über Mikrotriebwerke für eine verbesserte Steuerung, vertikale Starts und Landungen sowie eine Notstabilisierung verfügen, etwas, das kein Konkurrent auch nur annähernd bieten kann. Stellen Sie sich vor, Sie starten von einem Dach in der Innenstadt von L.A., steigen mit Hilfe der von der Falcon inspirierten vertikalen Booster sanft auf und gleiten lautlos zu Ihrem Ziel, ohne Lärm, ohne Emissionen, ohne Verkehr. Dies ist mehr als ein Auto. Es ist eine klimafreundliche Fluglösung, die von Grund auf so konzipiert wurde, dass sie den Kohlenstoffausstoß reduziert und gleichzeitig die Mobilität erweitert. Und Tesla beschränkt sich nicht nur auf das Fahrzeug selbst. Das Unternehmen plant auch Startplätze in den Städten, von denen aus die Flugzeuge sicher starten und landen können, und schafft damit eine völlig neue Infrastruktur für die urbane Luftmobilität. Wie also kann all dies zu einem so horrenden Preis möglich sein? Die Antwort liegt im Ökosystem von Tesla, die globalen Lieferketten. Die unerbittlichen Innovationen zur Kostensenkung und die skalierbare Designsprache könnten das Unmögliche möglich machen. Nun ja, unvermeidlich machen. Bei Teslas Vision geht es nicht nur um das Fliegen, sondern auch um die Freiheit. Und wenn Sie glauben, dass ein fliegendes Auto für $35.000 unglaublich klingt, denken Sie daran, dass Tesla vor nicht allzu langer Zeit dasselbe über ein schnelles, selbstfahrendes Elektrofahrzeug für die breite Masse gesagt hat. Wenn Sie bereit sind, weitere unglaubliche Tesla-Innovationen zu entdecken, von Elektrofahrzeugen bis hin zum Tesla-Bot. Gefällt Ihnen dieses Video? Abonnieren Sie meinen Kanal und tippen Sie auf die Benachrichtigungsglocke, damit Sie die Zukunft nicht verpassen, die pünktlich erscheint.